Guten Morgen, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Hier, selber gemachte fermentierte Butter. Die schmiere ich mir gleich aufs Brötchen. Vorher, da zeige ich dir aber noch, wie du die selber machen kannst. Das ist mega lecker, das lohnt sich, also unbedingt anschauen. Ja, und das ist nicht nur sehr lecker, das geht auch erstaunlich einfach. Wir brauchen 2 Zutaten, und zwar 1 Liter frische Sahne, bitte keine ultra hoch erhitzte Sahne, und 50 Gramm Naturjoghurt. Achte bitte darauf, dass die Sahne keine Verdickungsmittel enthält wie Carrageen oder ähnliches. Das steht in jedem Fall auf der Packung. Eventuell steht da auch nur E407. Wenn das Zeug drin ist, da wird's nichts mit der Butter. Der Joghurt muss noch lebende Milchsäurebakterien enthalten. Die sorgen nämlich für den guten Geschmack in der Butter. Achte also darauf, dass auch der Joghurt nicht wärmebehandelt ist. Auch das steht in der Regel auf dem Joghurt. Da steht dann sowas wie mit lebenden Joghurtkulturen oder ähnliches. Sahne und Joghurt in eine Schüssel geben, verrühren, mit einem Tuch abdecken und bei Raumtemperatur, am besten über 25 Grad, für 36 bis 48 Stunden fermentieren lassen. Die Schüssel anschließend für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank stellen, um die Sahne zu kühlen. Wenn es dann soweit ist, können wir uns die Arbeitsgeräte vorbereiten. Und zwar brauchen wir einen Handmixer mit Rührbesen. Wer hat, kann natürlich die Küchenmaschine verwenden. Eine Schüssel und ein Sieb, einen Gummispatel und, um die Butter zu waschen, eine Schüssel mit kaltem Wasser. Wenn es besonders warm ist, dann mach noch etwas Eis ins Wasser. Der nächste Schritt ist genauso einfach. Wir schlagen die Sahne auf, bis sie Butter wird. Wahrscheinlich hat jeder schon mal unfreiwillig die Sahne zu Butter aufgeschlagen. Heute, da machen wir das absichtlich. Die Sahne immer weiter aufschlagen, bis sie beginnt flockig zu werden. Ich denke, hier kann man schon ganz gut sehen, wie das Fett beginnt sich zu verklumpen. Nach kurzer Zeit trennt sich die Buttermilch dann vom Fett. Auch wenn du das jetzt wahrscheinlich nicht hören kannst, aber es beginnt zu plätschern. Dann ist ein sehr guter Moment, das Ganze mit einem Tuch abzudecken, damit die ganze Buttermilch nicht in der Küche verteilt wird. Dann noch 1 bis 2 Minuten weiter aufschlagen. Ja, wir sind mit dem Teil fertig. Jetzt müssen wir die Butter nur noch von der Buttermilch trennen. Dafür geben wir sie als erstes in ein Sieb, die Buttermilch dann abfüllen und kühl stellen. Die Butter selber muss jetzt noch gewaschen werden, das heißt, die ganzen Reste der Buttermilch müssen entfernt werden, um die Butter länger haltbar zu machen. Dafür kommt die Butter in die Schüssel mit dem kalten Wasser und dann kneten wir sie ordentlich durch und dabei entweicht immer mehr Buttermilch. Wie man sehen kann, ist das Wasser schön milchig geworden. Das wechseln wir jetzt noch einmal. Das Wasser gieße ich wieder durch Sieb, um die Butterstückchen aufzufangen. Und ich muss mir immer Eiswürfel ins Wasser machen, da es heute Morgen schon knapp 30 Grad sind und die Butter dadurch sehr weich ist. Also nochmal waschen, und zwar so lange, bis das Wasser klar bleibt. Ich musste das Wasser noch ein 3. Mal wechseln und dann war die Butter schön sauber. Wer möchte, kann auch einen Spatel dafür verwenden, aber mit den Händen geht es wesentlich einfacher. Gefällt dir mein Video? Dann sei so lieb und lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Hast du meinen Kanal schon abonniert? Falls nicht, weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst. Dankeschön!
Als nächstes muss nur noch das ganze Wasser aus der Butter. Dafür gebe ich sie auf die Arbeitsfläche und dann pressen wir die Butter schön aus. Wenn du salzige Butter möchtest, dann ist jetzt die Gelegenheit dafür. Gib einfach 10 Gramm Salz dazu und arbeite das dann während dem Kneten ein. Zwischendurch das Wasser immer wieder wegwischen, was austritt, und die Butter selber auch trocken tupfen. Ich verwende hier ein Baumwolltuch dafür. Dann weiter auspressen und immer wieder trocken tupfen. Ja, und dann die fertige Butter auf ein Stück Butterbrotpapier legen. Du kannst sie jetzt noch etwas in Form bringen, ja, und dann ab in den Kühlschrank damit. Ja, ich hoffe, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Entschuldigung. Ich muss da gleich ganz dringend reinbeißen. Ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigene Butter selber zu machen. Das gehört für mich zu diesen Kategorien, bei denen ich mich frage, warum habe ich das nicht mein ganzes Leben schon selber gemacht? Das ist so einfach und das Ergebnis ist einfach umwerfend lecker. Also unbedingt in die Küche gehen, Butter selber machen bitte. Das gesagt. Ich muss jetzt ganz dringend hier reinbeißen. Vorher bedanke ich mich aber noch recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht in diesem hier oder in diesem oder in irgendeinem von denen da unten. Sei so lieb, abonniere noch ganz schnell meinen Kanal und lass mir einen Daumen nach oben da. Und dann bin ich weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Butter selber machen gehen. Fermentierte Butter selber machen gehen. Ein unfassbares Aroma erwartet dich. Face to face in this trashy bar.